Was geht ab? Weiter geht's am E46. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Das Auto muss spätestens, eigentlich diesen Freitag, wir haben jetzt schon Mittwoch, muss der fertig sein. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was ich jetzt bis jetzt noch geschafft habe an dem Auto. Das ist ja ein US-Modell, deswegen habe ich die Krümmer ausgebaut. Denn, kann ich euch jetzt zeigen, das US-Modell hat die Katz in dem Krümmer drin. Und das ist auch das Problem, wo die fehlenden 10 PS verschwinden. Das US-Modell hat nämlich 333 PS und die EU-Variante 343. Und gerade jetzt auch, weil die Katz direkt hinter dem Krümmer sitzen, haben wir nicht so einen schönen Flow und erreichen deswegen auch nicht so einen schönen Füllungsgrad der Zylinder wie mit unseren EU-Krümmern. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Ich habe schon mal alles aufgereiht, was das Auto noch bekommt. Und deswegen tausche ich die US-Krümmer gegen die EU-Krümmer. Ölwanne haben wir wieder dran gemacht, ist wieder alles schön dicht und sauber verschlossen. Jetzt fange ich an, hier die komplette Frontmaske noch zu zerlegen. Ich hatte euch ja gesagt, dass das ein Unfallschaden ist. Und wie ihr hier sehen könnt beim Klimakondensator, der ist ein bisschen schief. Und ich habe ja gesagt, ich mache jetzt einfach alles mal neu, gerade weil auch mein Wischwasserbehälter, hatte ich euch ja auch im letzten Video gezeigt, das war ja alles fuschermäßig zusammengekleistert. Und deswegen machen wir halt einfach alles einmal schön, so. Und dann kann man für ewig damit fahren. Und jetzt wollte ich, bitte erschreckt euch jetzt nicht. Wir haben jetzt mal alles aufgereiht, was ich heute versuchen werde, alles ins Auto einzubauen. Ich werde nicht alles schaffen, aber ich hoffe, ich werde viel davon schaffen. Bitte erschreckt mich. Also da muss man jetzt schon ein bisschen ein Pörchen machen, oder? Pörnchen? Na komm, ein kleines. Ein kleines. Was wir noch einbauen müssen. Santander regelt? Ja, ich bin jetzt privat insolvent. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon mal... Das ist ein bisschen was an Wert, was hier auf jeden Fall rumliegt. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen, denn ich muss es noch bezahlen. So, fangen wir mal an. Was haben wir neu gekauft? Wie gesagt, den Wischwasserbehälter, den hatte ja, ich weiß nicht, wer den Unfallschaden damals repariert hat. Auf jeden Fall wurde der einfach nur mit irgendeiner Dichtmasse zugekleistert, sodass er sporadisch mal hält. Dasselbe war auch mit der Plastikmaske vorne, die war leider auch überall gerissen. Deswegen habe ich die auch neu bestellt. Klimakondensator habe ich ja euch gezeigt. Der ist leicht schief. Deswegen der auch neu. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Doch, das hätte sein müssen. Ja, das sieht geil aus. Nee, wenn du das Auto auf der Nordschleife bewegst, brauchst du eine Bremse. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir auf eine größere, beziehungsweise rüsten wir auf eine größere Bremse um. Bremsscheiben und Bremsanlage vom M4. Wird mega geil aussehen, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf, wie das ausschauen wird. CSL-Räder in 19 Zoll, alles rundrum 9,5 J, komplett ringsrum. Dann machen wir noch neu Ventildeckeldichtung, die kommt neu. Dann haben wir hier noch die Dichtung vom Krümmer. Hier haben wir unseren EU-Krümmer, da seht ihr, hier sitzt eigentlich die Katz vom US-Krümmer. Die kommen jetzt bei der EU-Version erst weiter hinten. Dann haben wir noch neue Keilriemen, meine neue Hardy-Scheibe, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, meine war ja komplett im Eimer. Und wenn wir einmal die Achse vorne komplett unten haben, machen wir auch gleich die Motorlager neu. Wenn, dann machen wir es einmal richtig. Ja, klar. Dann habt ihr ja gesehen, Max hat mir vorne meine Haubendämpfer geklaut. Da steckt jetzt gerade noch unser Schrubber drin, deswegen neue Haubendämpfer, Ventil, nicht Ventildeckeldichtung, sondern Differentialdeckel haben wir einen neuen. Bei meinem alten, ich weiß gar nicht, können wir noch mal ganz kurz schauen, warum wir den neuen holen, beziehungsweise neu gekauft haben. Hier seht ihr es, die Lager, die sind alles andere. Warte mal.
aber nicht mehr schön und gut. Deswegen ersetzen wir den Differentialdeckel auch gleich. Falls ihr euch noch an meine Hinterachse erinnern könnt, das hat ja jemand wunderschön mit Scheibenkleber zugekleistert. Also wer auch immer dieses Auto repariert hat, wollte es, glaube ich, schnell und günstig machen. Wir haben jetzt hier PU-Lager für die Hinterachse. Die sollen ein bisschen mehr aushalten als die normalen Gummilager. So, jetzt kommen wir zum Thema dieses Thema. Ja, also eigentlich wollte ich einen KBV 3 und ich wollte eigentlich einen KBV 3. Okay. So, und Max hat gesagt, er kauft sich einen E46 M3 und hat sich erst das Fahrwerk gekauft. So wie man es natürlich immer macht bei Projekten, man kauft sich erst immer die Sachen und dann kauft man sich das Auto. Genau. Es kam aber irgendwie keine 46 M3. Doch, es kamen viele. Aber irgendwie noch nicht meiner. Ja, aber irgendwie keiner, der geblieben ist. So, und dann hat er mich gefragt, ja Lisa, willst du einen Zweifach Clubsport? Und ich so... Auf jeden Fall. Brauche ich das eigentlich? Kann ich das Auto so an seine Grenze bringen, dass ich das brauche? Aber das Einzige, was ich erstmal cool fand, waren die verstellbaren Domlager, dass du schön stolz an der Vorderachse fahren kannst. Das fand ich immer geil. Aber ansonsten war erstmal so meine Frage, brauche ich das? So, nach langem Diskutieren, ja, das brauche ich. Jetzt liegt es da. Ist auch wieder Zug- und Druckstufen verstellbar. Ich hoffe, damit kann ich auch eine schöne Tiefe fahren, weil ich bin eher immer so, bei mir muss es immer schön. Also das sage ich dir gleich, ne? So ein bisschen aus Erfahrung. Um die Tiefe brauchst du bei dem Fahrwerk überhaupt keine Sorgen machen. Ich denke auch. Auf jeden Fall bin ich echt schon gespannt, wie es sich mit dem Fahrwerk dann fahren lässt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was hier rumliegt. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, Freitag muss das Auto fertig sein. Also kann ich jetzt auch nicht gerade so viel weiter rumreden. Ich muss jetzt anfangen, alles wieder wunderschön in dieses Kfz einzubauen, damit ich damit Freitag fahren kann. Also, auf geht's! Ich wollte euch mal abholen, wie weit wir jetzt sind. Wir haben jetzt die Abgasanlage verbaut. Das sind jetzt hier meine neuen Cuts, meine neuen EU-Cuts sind jetzt drin. Dann der Rest meiner alten Abgasanlage. Und jetzt zur Überbrückung habe ich erstmal einen Wiesmann-Endschalldämpfer drauf. Bin ich mal gespannt, wie der sich nachher anhören wird. Was haben wir jetzt noch gemacht? Ich glaube, bei dem anderen Thema, das habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Was wir einbauen wollten, kommen wir zum interessantesten Teil, was wir eingebaut haben. Wir gehen auf die andere Seite, da ist Aufkleber schon drauf. So sieht es nämlich dann zum Schluss aus. Schaut einfach mega geil aus, dieser riesengroße Bremssattel vom M4 mit der riesengroßen Bremsscheibe. Ich meine, ich habe jetzt nicht so große Hände, aber das ist schon krass, vor allen Dingen dann mit dem neuen Fahrwerk drin, schaut schon ziemlich sexy aus. Haben wir noch eine Originalscheibe da? Ja. Kannst du die mal daneben halten? Das war die Originale, die ist jetzt auch nicht klein. Neben der M4 Bremsscheibe sieht sie doch etwas klein aus. Ja, krass. Was euch jetzt wahrscheinlich brennend interessieren wird, ist das Thema, wie baut man die M4 Bremsanlage auf den M3 drauf. Da würde ich jetzt einfach mal den Kamerawechsel vollziehen, damit euch das Max erklären kann, weil die Jungs haben sich da was einfallen lassen, damit ich diese Bremsanlage fahren kann. So, hallo von meiner Seite. Erklärbär wieder am Start. Also, originale M4-Bremse auf dem E46. Eigentlich nichts dabei. Auf was gibt es zu achten? Klar, also es ist einmal, was hat man bei einer Bremse immer, wenn man es auf ein anderes Modell baut, passt der Sattel bzw. der Halter an den originalen Halter des Achsschenkels von dem Fahrzeug. Und wenn ich meine Bremsscheibe montiere, passt die Bremsscheibe überhaupt auf die Radnabe.
Ja, das tut sie in diesem Fall. Sogar diese Mitnehmerbolzen der Radnabe vom E46 M3 inklusive der beiden Befestigungslöcher passen 1000% Plug and Play auf den E46 M3. Also das ist nichts anderes, das ist genau dasselbe wie der M4. Nur mit dem Unterschied, ach ja, genau, Lisa kann mal auf die Seite kommen. Also sogar der Bremssattel passt 1000% auf den originalen Achsschenkel am E46 M3. Also da gibt es nichts, was man irgendwie fräsen oder drehen müsste. Außer, und jetzt kommt der kleine Distanzring. Ihr werdet jetzt gleich sehen, Lisa blendet ein, der unter dem Radlager sitzt. Warum dieser Distanzring? Deswegen, weil der Topf, das ist das hier, dieser M4-Scheibe tiefer ist, weil die Scheibe größer ist und das Sattel größer ist als der Topf vom E46 M3. Das heißt, unsere Scheibe wandert rein, weiter rein als die Serienscheibe und läuft dann quasi außermittig im Bremssattel, was nicht sein sollte, denn die sollte natürlich gerade durchlaufen. Wir gucken uns mal von dieser Seite an. Genau, so. Also hier seht ihr quasi die Mitte vom Bremssattel und hier ist die Mitte dieser Bremsscheibe, also es ist genau 1000% in der Mitte. Einfach deswegen, dass sich die Bremsbeläge gleichmäßig abbremsen und es hier keinen Verzug gibt, wenn die Scheibe mal warm ist oder so. Ne? Genau, deswegen den Distanzring, den setzt man hinter das Radlager. In dem Zuge haben wir natürlich das Radlager gleich erneuert. Die Scheibe wandert um diesen Wert, den wir gefräst haben, halt einfach weiter raus und somit ist das Einzige, was man braucht, also würde ich empfehlen, ein neues Radlager, dieser kleine Distanzring bzw. 2 für links und rechts und dann könnt ihr 100% Plug and Play diese Scheibe auf dem E46 M3 fahren und natürlich originale 19 Zoll CSL-Felge, also ja, ist überhaupt gar kein Problem, wir stecken die jetzt mal drauf, zack, Radnabe passt und ihr seht, also ich habe, wenn mal jemand eine Competition-Bremse gesehen hat vom M4 oder eine Keramikbremse, da sind nochmal 1,5 oder 2 cm weniger Luft von Scheibe von Sattel zu Felge. Und hier seht ihr, also ist es massig Spiel vorhanden, also weder mit der Eintragung Probleme, noch dass irgendwas schleifen sollte. Ja, und so ist das. Das gleiche, ganz grob an der Hinterachse, wir haben schon mal angefangen, nur muss man oder kann man hier kein Ankerblech mehr fahren, deswegen, weil der Bremsscheibentopf von der Bremsscheibe hinten einfach zu weit nach innen aufbaut und wir dann keine Befestigungsmöglichkeit mehr haben von unserer Handbremse, deswegen muss das Ankerblech rundum sauber abgetrennt werden. Genau, und vorne haben wir es einfach weggelassen, aufgrund von Kühlung und so weiter, da machen wir noch Kühlleitungen, Schläuche aus der Stoßstange hin. Ja. Vielleicht Thema erledigt. Vielleicht will ich ja noch irgendwann eine andere Stoßstange fahren. Ich liebäugel da schon mit einer, aber das wollte ich jetzt nicht noch investieren. Es reicht, was ich hier dafür ausgegeben habe. Fehlen jetzt hier vorne theoretisch nur noch mein Ölkühler und Wasserkühler. Kommt mal mit. Ich zeige euch mal die alten und die neuen. Wir haben uns jetzt nämlich auch noch welche besorgt. Von CSF. Hier ist jetzt mein alter Wasserkühler. Könnt ihr mal herkommen, der schaut auch schon, der ist ein bisschen dreckig. Und hier ist mein alter Ölkühler. So, warum ich mir jetzt den Upgrade Ölkühler besorgt habe, ist einmal, wie ihr jetzt schon seht, er ist einfach in der Höhe größer und auch wenn er mal hierher kommt, auch in der Breite doppelt so breit. Was an dem besser ist, hier fließt ja dann einmal unser Öl rein und fließt dann durch den Schlauch wieder zurück. Das ist bei dem neuen nicht so. Das Öl fließt rein und fließt direkt in dem Ölkühler wieder zurück. Quasi kann es sich da jetzt nicht noch erwärmen, sondern wird beim Zurücklaufen auch nochmal durch die fahrende, anströmende Luft dann auch nochmal gekühlt. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Und dasselbe auch nochmal beim Wasserkühler. Ich habe mir gestern mal die Mühe gemacht, ich glaube, so doof ist eigentlich keiner. Ich habe gestern mal die Stege gezählt und hier sind auch mehr Stege drin, weil ich es einfach so für mich mal wissen wollte. Und was ihr seht, auch hier ist das Lamellennetz von den Upgrade Wasserluftkühlern auch viel feiner als bei dem. Das heißt, auch hier haben wir mehr Anströmfläche, mehr Kühlleistung bei dem Wasserkühler. Und was bei dem jetzt auch noch besser ist, ihr habt jetzt nicht wie beim Originalen jetzt hier den Plastikrahmen hier an der Seite, sondern das ist ein kompletter Alu-Wasserkühler. Das heißt,
es kann ja hier passieren, dass das Plastik mal spröde, rissig und undicht wird. Und das kann uns jetzt bei dem neuen Wasserkühler halt einfach nicht mehr passieren. Deswegen habe ich da einmal aufgerüstet mit den Kühlern von CSF. Ja. Du baust ja auch wöchentlich die Kühler ein. Gibt es noch irgendwas Wichtiges vielleicht zu den Ölkühlern noch zu sagen, bevor wir jetzt weiter am Auto machen? Lass mich nachdenken. Was ich vielleicht vergessen habe zu sagen? Nee, ich glaube eigentlich alles Wissenswerte Die passen Plug and Play. Ist gesagt, ja, also Plug and Play 100%, ne? Also originale Befestigungspunkte, doppelte Kühlleistung, doppeltes Volumen und, ach ja genau, B-Tube, das wird wahrscheinlich keinem was sagen, aber im Querschnitt, ja genau, da steht es auch drauf, wenn man jetzt im Querschnitt auf diese Lamellen oder diese Kanäle schauen würde, sind die quasi nicht so oval geformt, sondern man muss sich Spiegel vorstellen wie ein B und dadurch, ja genau. Wie ein Herz? Wie ein B. Wie ein B. Und dadurch, dass du diese Form hast, hast du nochmal mehr Effizienz in der Kühlleistung, weil das Wasser, das durchfließt, hat eine höhere Anströmung oder eine höhere Fläche, an der es quasi Wärme abgeben kann, diese dann an die Lamellen übergegeben wird. Und somit hast du nochmal mehr Kühlleistung. Ist natürlich jetzt nicht am Thermostat zu sehen, logischerweise, aber die Temperatur wird länger konstant gehalten. Ja. So, weiter geht's. Jetzt könnt ihr schauen, der Wasserkühler ist drin und er sitzt wirklich in der originalen Halterung drin und hat die originalen Befestigungspunkte und es passt wirklich alles. Seht ihr, müssen wir halt bloß noch alles ordentlich draufstecken, aber es passt alles wirklich Plug and Play. Also wirklich, hier hast du keine Probleme, dass du irgendwas auseinanderschneiden musst oder noch umbauen musst, dass es passt. Der passt wirklich Plug and Play. Und was ich glaube ich am Anfang nicht gezeigt habe, ich habe noch einen neuen Visco-Lüfter, weil mein alter kaputt war, ausgelaufen ist. Deswegen kommt der auch noch neu rein. Ich hatte noch eine Frage an dich. Und zwar, an mich? Ja. Jetzt gerade noch mal zum Fahrwerk. Woher, weil du kannst ja wirklich an diesem Fahrwerk mega viel einstellen. Woher weiß ich denn, welche Einstellung dann für mich am besten ist? Ui. Ja, wie lang soll das Video gehen? Eigentlich. Naja, erstens mal musst du mal für dich festlegen, wie dieses Auto bewegt werden soll und wo. Also fährst du nur Trackdays, fährst du Nordschleife, fährst du so eine Mischung Bilsterberg oder Hockenheim oder fährst du so ein bisschen Landstraße und würdest auch gerne mal auf dem Track fahren. Ja. Das Ganze muss man in Anführungsstrichen erfahren. Also wir machen ein Grundsetup auf das Auto, was gut funktioniert. Du fährst mit diesem Auto und sagst dann, er übersteuert, er untersteuert, er überbremst, er unterbremst. Was hast du jetzt für eine Einstellung drauf gemacht? Wie viel Sturz fahre ich jetzt mit der Einstellung zum Beispiel jetzt an der Vorderachse? Das ist, eingestellt ist hier noch gar nichts, das ist wie aus dem Karton kam. Und dadurch, dass wir die Domlage auch noch so ein bisschen nach innen gestellt haben, würde ich jetzt mal schätzen, sind es wahrscheinlich um die 3 bis 3,5 Grad. Wie viel wir am Ende fahren, müssen wir gucken, wie die Traktion ist, weil wir fahren ja auch, wie gesagt, rund um 9,5 mit 255er Cup 2. Und da musst du ja auch sehen, ne? Wie die sich so verhalten, wie viel Sturz können die ab und wie fährt sich das Auto. Also, da holen wir nicht so weit aus. Ich glaube, da machen wir wahrscheinlich, wenn das irgendjemand interessiert, nochmal ein extra Video dazu. Da brauchst du extra Radlastwaage, das Ganze einstellen, da bist du einen kompletten Tag eigentlich beschäftigt. Ja. Er ist jetzt fertig. Wie gesagt, er ist jetzt nur von außen fertig, von innen noch nicht. Das haben wir jetzt auf die Schnelle nicht geschafft, weil wir müssen ja jetzt losfahren nach Hannover. Morgen fahre ich das allererste Mal mit dem Auto. Generell fahre ich, also Max ist schon gefahren, um halt zu testen, ob er auch wirklich alles passt. Ich finde jetzt von der Höhe, steht er schon ganz schön knackig da. Die Räder stehen auch richtig, sieht schon geil aus. Und neues Emblem habe ich drin. Auch ein neues M3-Emblem, da kommt noch was richtig Cooles bei dem Emblem. Das Einzige, was wir jetzt nicht verbauen konnten, wie ihr vielleicht jetzt schon seht, ist die Bremsanlage vom M4. Hinten, vorne ist sie ja. Naja, was heißt Problem? Einfach der Schraubendurchmesser von den M4-Satteln sind halt stärker als von dem Original E46-Sattel. Und da hätte man jetzt noch bohren müssen und vielleicht auch noch ein bisschen Adapter drehen und das wäre jetzt alles zu krass gewesen. Das hätte komplett die Zeit gesprengt, weil wir sind jetzt auch schon komplett, eigentlich schon fast zu spät dran. Du hast für eine Fernbedienung, ne? Ja, stimmt, die funktioniert auch. Ui.
So schaut er jetzt innen aus. Das sind nicht meine Sitze, die habe ich mir jetzt geliehen für das Wochenende. Wir haben auch schnell die Türverkleidung wieder reingemacht. Was geht denn hier? Nee. Oh, Memory. Uiuiui. Der weiß schon, dass ich fahre. Guck mal, der stellt den Sitz ganz weit vor. Kommt bitte jetzt die Lene auch noch vor. Ach du Scheiße. Ey, guck mal, der weiß wirklich, dass ich fahre. Dankeschön. Halt echt, ne? Tipptopp. Ja, mein Auto kennt mich halt. Auch wenn es jetzt noch nicht so lange da ist. Wie gesagt, hinten, das bauen wir dann noch zusammen, wenn es soweit ist. Jetzt muss das Auto erstmal fahren und performen. Ich hoffe, das tut er morgen. Ja, vorne, wir können ja auch noch mal euch den Motorraum zeigen. Falls jetzt jemand die Scheinwippen am Lenkrad zu sehen habt, die kommen auch noch ab. Da kommt noch ein anderes Lenkrad. Die Motorabdeckung, die haben wir jetzt runtergelassen. Die kommt später auf jeden Fall noch drauf. Wir haben alles zusammengebaut. Wasserkühler ist drin, Ölkühler ist drin. Ja, ich hoffe, der wird morgen mir viel Freude bereiten. Ich habe auch gesehen, vom Unfall, könnt ihr mal herkommen, ist der Luftfilter auch kaputt. Das haben wir jetzt aber auch zu spät erst gesehen. Fliegt dann später auch noch raus, weil es sind so Sachen, die nerven mich dann doch extrem. So mit der neuen Stoßstange. Schaut schon geil aus. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, vielleicht zur Bremse oder zu sonstigen, was mir vielleicht noch wichtig wäre, wenn ihr wissen wollt, wegen der Einstellung zum Fahrwerk, wenn wir mal da drüber oder wenn Max mal darüber ein Video machen sollte, haut's gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ziemlich am Ende mussten wir es schnell über die Bühne bringen, weil das Auto fertig werden muss und wir jetzt los müssen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!